Hallo liebe Zuschauer, heute in meinem Video zeige ich, wie man so eine Tasche häkelt und dazu auch eine Makramee-Teil macht. Diese Tasche ist in die Breite 34 cm, von hier bis da ungefähr 18 cm und inklusive Henkel ist 26 cm. Den Boden habe ich aus Kunstleder genommen und Abmessung beim fertigen Tasche ist 29 cm mal 11. Wer mag keine Kunstlederboden, kann auch ohne Problem ausrechnen selber und ein Oval häkeln. Wie man Oval häkelt, findet ihr auf meinem Kanal auch. So, und diese Tasche habe ich aus Cotton Filet 3 mm von Krobeck gehäkelt. Den Link dazu stelle ich unten in die Beschreibung, wo kann man das alles kaufen. Außer Garn benötigt man noch Häkelnadel 2,5 oder 3 fürs Boden umhäkeln. Häkelnadel 5,5 oder 5 geht auch für Tasche häkeln, Maschenmarkierer und die Schere. Als erstes häkelt man den Boden um. Ich nehme Häkelnadel 2,5, suche ich eine beliebige Stelle, hier zum Beispiel an der Seite, lasse ungefähr 10 bis 15 cm Garn am Ende. Einmal durchziehen durch diese Öffnung, dann direkt in die nächste, durch diese ziehen und durch diese allererste Masche eine Kettmasche bilden. So, dann weiter in die nächste Öffnung und versuchen Sie, dass gleiche Höhe wird von diesen Maschen. Und so weiter häkelt man den ganzen Boden um. So. Weiter häkelt er selbstständig bis hierhin. Alle letzte Öffnung ist geblieben. Man geht rein und nimmt dieses Endstück raus. Und zieht man durch diese Masche. Zieht man ganz raus. So, jetzt schauen Sie hier die allererste Masche unter die zwei Faden, dieses Endstück durchziehen und jetzt in diese Stelle wieder zurückbringen, wo es rausgeht. Geht man rum und genau in diese Stelle rein. Geschafft. Boden ist umgehäkelt. So. Hier kann man auch eventuell eine Knote machen. 2 Knoten. So. Und jetzt erste Reihe. In die erste Reihe werden Zunahmen sein. Dafür brauchen wir alle erste 14 Markierer. Und so werden die 14 Maschen eingesetzt. An die schmale Seite Masche und die Seite 6 und die Seite 6. Wo die Abrundung anfängt, ab hier markieren, frei, markieren, frei, markieren, 2 frei und so weiter, markieren, frei. Also insgesamt, da sind 14 Stellen. Und diese 14 Stellen wird man nur eine Masche gehäkelt. Alle anderen Maschen, welche frei sind, häkelt man 2 Maschen in einer Stelle. Macht man Zunahme. Okay, fangen wir an. So, schauen Sie, wo Knote ist. Geht man unter der eine Faden rein. Ab jetzt häkel ich mit Häkelnadel Nummer 5,5. Zieht eine Masche raus und noch in dieser Stelle Masche. So, die nächste Stelle ist einzige.
markiere abmachen und eine Masche hier häkeln. Dann die alle anderen Maschen doppelt. So. Und wenn man an die Markierstelle ankommt, diese Stelle nur eine einzige Masche häkeln. So wird dann aussehen. Ihr macht das bitte selbstständig. Also hier 2, Markierstelle nur 1. Hier 2, Markierstelle nur 1. Und kommt ihr wieder an die Stelle zurück, dann verbinden wir das. Erste Reihe ist fertig. Jetzt werden wir das verbinden. Ein bisschen Masche rausziehen. In die erste liegende V von hinten nach vorne durchstechen. Diese Masche durchziehen. Dann in dieselbe Stelle reingehen. Garn rausziehen. Diese Masche drauflegen. Und die 2 zusammen häkeln. Fertig. Reihe ist abgeschlossen. Erste Masche von Reihe Nummer 2 ist gemacht. Die Reihe Nummer 2 häkelt man einfach Masche in Masche rein, ohne Zunahmen. Ihr häkelt weiter bis zu Ende. Die Reihe Nummer 2 ist fast fertig. Letzte Masche habe ich gehäkelt. Und jetzt muss man verbinden. Ich zeige euch 3 Varianten, wie man das macht. Und ihr könnt alle leichteste für sie raussuchen. So, allererste haben wir die allererste Reihe abgeschlossen. Von hinten nach vorne durchziehen. In dieselbe Masche rein. Faden rausziehen, das zusammenführen und abmaschen. So, das ist Nummer 1. Nummer 2, dasselbe Garn rausziehen auf die Stelle. Dann geht man nicht in dieselbe Masche, sondern in diese Masche, wo gezogen ist. Also hier. Diese Stelle geht man hier rein, legt man das drauf, so, und abschließen. So, erste Masche ist fertig. Und Nummer 3, so, ist auch selber, zieht man hier durch und dann zieht man so viel das raus, damit den ganzen Boden durchpasst. Und am Ende zieht man so eine Knoten. So. Diese Methode ist ein bisschen schwierig, wenn man das wieder aufmachen muss. Wenn irgendwo Fehler, dann machen die Reihe auf und dann am Ende ist Knote. Und die Knote muss auf. Einfach ziehen wieder. Und der gesamte Boden in die andere Seite jetzt durchziehen. So. Und das war's. Knote ist offen. So. Ihr könnt entscheiden, welche Variante Ihnen lieber. So. Ich verbinde meine Reihen mit Methode Nummer 2. Von hinten nach vorne durch in diese Stelle, wo verbunden war, Masche drauf und eine Masche ziehen. So, abhäkeln. Ab der 3. Runde und weiter bis die Stelle, wo Makramee Seile angebracht werden, häkelt man alles mit Halbstäbchen. Und ich häkel noch 2 Reihen mit dieser Dunkelfarbe
Und danach nehme ich auch eine hellere Farbe. Den Übergang zeige ich auch, wie das geht. So, Halbstäbchen. Eine Masche haben wir gemacht. So wird auch jede Reihe verbunden bei mir. Wenn ihr auch andere Methode aussucht, häkelt auch als erste so eine Masche. Dann dieses Garn von die Seite umwickeln hier und eine Luftmasche macht man. Diese umgewickelte Garn imitiert eine Halbstäbchen. Und die Halbstäbchen geht so: drauflegen in die Öffnung und alle drei jetzt auf einmal häkeln. So, sehen Sie, diese Stelle imitiert Halbstäbchen. Noch einmal drauflegen, rein und alle drei auf einmal häkeln. Ab jetzt werden keine Zunahme mehr sein. In jeder Masche wird eine Halbstäbchen gehäkelt. So sieht das aus. Ich häkle diese Runde zu Ende und zeige ich nochmal diese Verbindung, wie ich das mache. So, jetzt zeige ich noch einmal, wie ich das verbinde. Schauen Sie hier, erste Masche, dann diese umgewickelte Stück Garn und Luftmasche. Dann hier Halbstäbchen und oben bei dieser Halbstäbchen immer diese 2 Fadenmaschen. Und unter diese 2 Faden wird man immer verbinden. Also von hinten nach vorne durchziehen. Eventuell nicht so viel durchziehen, damit kein Loch entsteht. So, jetzt unter diese Verbindungsstelle hier das Schlaufe drauflegen. So, eine Masche ziehen, abmaschen und passen Sie auf, dass dieses Stück, welches umgewickelt war, nicht nach oben rutscht. So. Und jetzt das wieder einmal umdrehen um die Häkelnadel und eine Luftmasche. Erste Halbstäbchen ist geschafft. So. Und diese Verbindungsstelle wird sich immer zur Seite bewegen, mit jeder Reihe weiter in diese Richtung, ist ganz normal. So, und weiter geht's. Eine Halbstäbchen in diese nächste Masche. So. Diese Reihe Nummer 4 mache ich als letzte mit dieser braunen Farbe. Die nächste Reihe mache ich mit hellerer Farbe. Also, ihr häkelt weiter und treffen wir uns hier und ich zeige, wie man diese Farbe wechselt. Ende die Reihe Nummer 4. Jetzt die Verbindung. So, da ist die 2 Luftmaschen und hier ist das Halbstäbchen, die 2 Faden. Von hinten nach vorne diese Schlaufe durchziehen. So, aufpassen, dass diese umgewickelte Teil unten bleibt. Und jetzt unter diese Verbindung das drauf. Und ab jetzt nehme ich den helleren Garn. Ziehe ich durch die Masche, durch diese Verbindungsstelle. So, einmal Masche häkeln. So, dann das umwickeln und eine Luftmasche. Geschafft.
Weiter wie gewöhnlich jede Masche eine Halbstäbchen häkeln. Und so sieht das aus. Ich werde so weiter häkeln mit dieser helleren Farbe, bis die Stelle, wo Makramee-Garn angebracht wird. Und ihr könnt auch selber entscheiden, wie hoch soll das sein. Und dann treffen wir uns wieder. Ich habe 10 Reihen mit hellerer Farbe gehäkelt. Die nächste Reihe wird wieder dunkel sein und an dieser Reihe wird dieser Makramee-Teil angebracht sein. Und jetzt verbinde ich die allerletzte Masche. Genau wie vorher, hier durch. Aber jetzt nehme ich den Dunkelgarn und gehe hier durch. Diese eine Reihe wird einfach mit fester Masche gehäkelt. Deswegen keine Luftmasche mehr machen, einfach feste Masche. So, dann kommt direkt in die nächste. So. Und so weiter. Und diese hellere Garn kann man abschneiden und da ein bisschen weiter unten verstecken und im Idealfall auch vernähen. So. Jetzt die nächste Reihe einfach mit fester Masche umhäkeln. So, jetzt schließen wir diese Runde und ein bisschen anders, weil die nächste Reihe wird auch mit Halbstäbchen gehäkelt, aber nicht wie gewöhnlich unter die 2 Faden, sondern drehen Sie das bisschen rum, hier diese Stellen. So, dann verbinden wir unter die 2 Faden, wie vorher, durchziehen und jetzt in diese Stelle hier durchgehen und diese Schlaufe drauflegen, eine Masche, einmal umwickeln wie vorher, weil das wird ein Halbstäbchen sein, und wieder eine Masche. So, jetzt schauen wir hier direkt in dieser Stelle wieder drauflegen, unter diese eine Faden rausziehen und Masche. So, und weiter so. Das hier rein und Masche. So, da entsteht hier vorne so ein Zopf. An dieser Stelle, wo dieser Zopf ist, werden die Makramee-Seile angebracht sein. So sieht das aus. Und ihr häkelt diese Runde selbstständig bis hierhin. Die Reihe mit Halbstäbchen sind fertig. Jetzt verbinden wir. So, suchen nächste Halbstäbchen da rein und durchziehen. Nächste 3 Reihen werden einfach mit Festmaschen gehäkelt. Deswegen unter die Verbindungsstelle einfachste Masche häkeln. So, fertig. In die nächste Runde fangen wir mit den Griffen an. So, dafür brauchen wir Maschenmarkierer, um zu markieren, wo Anfang und wo Ende von Griff werden soll. Erstmal finden Mitte von die Tasche, so zusammenlegen, schauen Boden, Seiten und markieren. In meinem Fall sind
33 Maschen von einer Seite, 33 Maschen von anderer Seite. Markiert habe ich zwischen Maschen. Nicht in einer Masche, sondern zwischen zwei Maschen. Also, insgesamt habe ich 66 Maschen. Und Ihre Tasche kann auch andere Maschenanzahl haben, ist auch kein Problem. Rechnet ihr einfach aus von Hälfte zu Hälfte, dass die gleiche Maschenanzahl auf die beiden Seiten wird. Und Griff können Sie auch selber variieren, wo Sie anfangen soll. Hier oder noch enger oder ein bisschen weiter, schauen Sie selber. So, ich habe von dieser markierten Stelle zwischen Maschen bis diese Markierstelle 9 Maschen. Und hier in diese 9. Masche fange ich den Griff an. Genau wie hier, die Seiten habe ich markiert. Von hier bis hier 9 Maschen, von hier bis hier 9 Maschen. So, jetzt häkele ich weiter bis zu dieser Markierstelle. Also die seitliche kann ich jetzt abmachen, aber ich muss jetzt hier noch markieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also diese Masche, welche ich jetzt gehäkelt habe, ist 9. Genau 9. So. Und ich häkel weiter bis zur Markierstelle, wo Griff anfängt. Einfach feste Maschen unter die beiden Faden. So. Diese seitlichen Markierstellen kann man abmachen. Und ihr könnt auch zwischen Griffen auch ausrechnen, wie viele Maschen hier, wie viele Maschen da. Es soll gleichmäßig und an dieselben Stellen sein, damit die Griffe richtig in die Mitte sitzen. Also, jetzt häkele ich bis zu dieser Stelle. So, die letzte Masche war Markierstelle. Ab hier muss ich jetzt Luftmaschenkette machen. Und zwar kann man auch selber entscheiden, wie hoch Griff sein soll. Aber denken Sie daran, bei die Tasche tragen, dieser Griff zieht sich noch weiter. So, ich habe hier genau zwischen Markierstellen 15 Maschen. Und ich habe entschlossen, dass ich nicht so großen Griff haben möchte und mache ich mit Luftmaschenkette mit 20 Luftmaschen. Also ab hier, ab Markierstelle, ab dieser letzte Masche 20 Luftmaschen. 1, 2, 3. So, 20 Maschen sind fertig. Jetzt werde ich die verbinden, genau an die Markierstelle. Und hier eine feste Masche häkeln. Fertig. So. Und jetzt weiter diese Runde bis zur nächsten Markierstelle. Also auf die andere Seite. Und jetzt die Seite genau wie vorherige 20 Luftmaschen. So, und passen Sie immer auf, dass diese Kette richtig schaut, nicht umgedreht wird. Und jetzt verbinde ich an die nächste Markierstelle, und zwar hier genau. Wenn ihr habt zum Beispiel vorher Verbindungsstelle, verbinden Sie einfach ruhig diese Masche und dann häkelt weiter und verbindet mit dieser Runde wie vorher. So, da habe ich direkt hier und verbinde ich. So, jetzt Markierstellen kann man alle wegmachen. Und weiter wird gehäkelt bis zu diese
Luftkettenmasche einfach mit festmaschen bis zu dieser Stelle. So, jetzt diese Stelle mit dem Griff, und zwar in jede Masche unter der einen Faden häkeln wir eine Festmasche. Einfach weiter unter der einen Faden festmaschen. So, die letzte Luftmasche und weiter wird es wieder unter die zwei Faden gehäkelt. Ihr häkelt selbstständig weiter bis die Stelle, also hier unter die zwei Faden, dann kommt ihr wieder auf die andere Seite zu diesem Griff. Hier häkelt ihr wieder unter der einen Faden mit Festmaschen und treffen wir uns wieder da. So, allerletzte Masche in Luftkette habe ich gemacht. Jetzt die unter die zwei Faden. So, und ab jetzt fängt die letzte, dritte Runde mit Festmaschen. Ihr häkelt weiter bis zu Anfang von diesem Griff. So, die letzte Masche unter den zwei Faden habe ich fertig. Ab jetzt fängt die Luftmaschenkette an, diese Reihe. So, und wir gehen erstmal eine Runde noch runter in diese Stelle und ziehen die Masche raus. Eine lange Masche. Und so. Und ab jetzt kann ich noch zwei Varianten zeigen. Erstens geht man direkt unter den ganzen Griff und zieht das raus und Masch abmachen. So und so weiter. Das erste Variante, ein bisschen dann zusammenziehen. So. Die Variante Nummer 2. Man geht in diese Reihe wieder, wo die vorherige Reihe Masche war. Also direkt unter die Masche hier rein und abmaschen. Hier Masche war, unten und nächste Masche. Und wieder da rein und Masche. Wie ist es Ihnen lieber? Diese Variante wird ein bisschen locker sein. Zwischen diese Faden wird auch Platz sein, also könnte man dann durchsehen. Die andere Variante, welche geht unter direkt, wir können selber variieren und zur Seite ein bisschen ziehen, dann wirklich keine vorherige Reihe zu sehen wird dann. So, einfach zusammen. Aber diese Variante verbraucht mehr Garn. Also, ihr könnt selber entscheiden, was Ihnen lieber. Und so weiter häkelt man den ganzen Griff bis hierhin. Allerletzte Masche habe ich noch da. Und jetzt, genau wie an dieser Seite eine Masche unter war, gehen wir eine Reihe runter. Und zwar diese Masche, wo Verbindung war zum Griff. Und genau in die Mitte von dieser Masche steche man rein und zieht man große Masche raus. So. Und weiter wie gewöhnlich unter den zwei Faden feste Maschen häkeln bis zur nächsten Seite, bis zum nächsten Griff, wo man genau dasselbe macht wie die Seite auch. Die andere Seite mit dem Griff ist fertig. Wer mag, kann auch als Abschluss hier noch rumherum mit Kettmaschen machen. Und das geht folgendermaßen: unter jede Masche durchziehen, so, und die nächste direkt hier durchziehen und so weiter, bis man den ganzen Rand umgehäkelt hat. So,
dann entsteht so eine Kette. Ich mache aber keinen Rand. So, und jetzt zeige ich, wie man das sauber abschließen kann. Alle letzten Maschen lang gezogen. Dann ziehe ich so 10 cm Garn raus ungefähr. Schneide ich ab. Und jetzt diese nächste Masche unter die 2 Faden, das durchziehen und wieder zurück an die Stelle bringen, wo es rausgeht. Also umdrehen, schauen, das langgezogene, das heißt hier diese Stelle und diese Stelle, dann kommt Garn durch. So. Dann dieses Endstück so weiter runterziehen, unter die mehrere Maschen, ganz nach unten und da irgendwo auch weiter vernähen, damit das nicht aufgeht. So, und so sieht das jetzt sauber abgeschlossen aus. So, die Tasche ist fast fertig. Jetzt nur noch diese Makramee-Teilchen. Die Makramee-Teil kann man von einer Seite oder von beider Seiten rundherum machen. Und dafür braucht man Stücke von Garn. In meinem Fall ist es 70 cm. Wie habe ich das ausgerechnet? Ich habe von hier, von dieser Stelle bis zum Boden gemessen. Das ist 17 mal 4, 68 und habe ich abgerundet auf 70. So. Ein Seilstück ist 70 cm. Dann habe ich entschlossen, nur auf eine Seite zu machen. Und so habe ich jetzt von Anfang bis zu Ende so viele Stücke abgeschnitten, wie viele Maschen sind hier. Also eine Masche, ein Stück. So, und jetzt letzte mache ich rein. Von unten nach oben stecken. Diese Seil zur Hälfte kneten hier und durchziehen. Man kann alles verschiedene Farben machen oder umgekehrt alle in eine Farbe machen. Ich habe so gemachte Muster, in die Mitte hellere, hier dunkle Farbe. Ist egal, wie es Ihnen lieber. So, und ich fange an wegen hellere Farbe von Mitte an. So, und zwar mache ich Kreuzknoten. Die Seite, die zur Seite. Kreuzknoten geht folgendermaßen. So, 4 Seile. Also, ich habe 2 dunkel und 2 hellere hier. Man legt diese Knote oben drauf, diese andere Knote von unten und hier raus. So, dann bindet man eine Knote, nicht ganz fest, bisschen locker. Und jetzt die andere Seite, das oben drauf legen auf die 2, dann das unten und hier raus. So. Und verknoten. Fertig. Ihr könnt auch variieren, vielleicht ein bisschen fester hier oder ein bisschen locker, also nach unten noch. Dann die nächste 4. 1, 2, 3, 4. Genau dasselbe. Von hier anfange ich immer, nach oben legen, dann diese, unter diese 2 Knoten raus. Und ziehen. So, jetzt die andere Seite, das legen,
Dann diese Faden unter die 2 rausziehen und zusammenknoten. So. Und dann weiter, nächste 4 und bis zu Ende die Seite und hier auch bis zu Ende diese Seite. Also eine Reihe mit Kreuz, Knoten, Knöpfen. Erste Reihe ist fertig. Die nächste Reihe, von der Mitte nehme ich diese 4 Stück wieder und teile zur Hälfte. Also 2 kommen die Seite, 2 kommen auf die Seite. Dann von den nächsten 2 nehme ich und verknote jetzt die 4 Stück. Passen Sie auf, dass immer gerade alles bleibt, nicht umgedreht. So. Und das macht man so weiter. Nächste 4 Stück. Und versuchen Sie es immer, diesen Abstand immer gleich zu halten, damit das alles gleichmäßig aussehen wird. So. Und so weiter mit weiteren 4 Stück macht ihr noch eine Reihe. Die 2 Reihen habe ich fertig gemacht und habe ich so angefangen hier, so in die Mitte noch zu knüpfen. Die gute Sache ist bei Makramee, dass man kann jederzeit aufhören. Also, ihr könnt entscheiden, ob ihr so weiter Reihe zu Reihe macht, dann wird das Muster so gerade gleichmäßig aussehen. Oder man kann zum Beispiel wie hier, habe ich so eine Eck gemacht, von hier bis hier oder einfach so oder nochmal hier so eine Eck machen. Also die Fantasie kennt keine Grenzen. Nur die Sache ist, dass immer 4 Seile muss man holen und die nächste Reihe fängt immer von die beiden Teilen von der vorherigen Reihe. Also das heißt, ihr holt von der Mitte praktisch von diesem Kreuz 2 Stück und von dem Nachbarteil auch von der Mitte 2 Stück. So, und knotet ihr weiter hier zusammen. Meine Makramee-Teil ist fertig. Jetzt muss man nur die Seile gerade abschneiden oder wer mag, kann auch mit Ecke abschneiden, so rum, wird auch schön aussehen. Eine kleine Lifehack, wie man das machen kann, dass die wirklich alle gerade sind. Wenn die Tasche aus Baumwolle gehäkelt, beziehungsweise diese Seile aus Baumwolle, dann legen Sie das so auf Bügelbrett, ganz gerade alle Seile mit Dampf bügeln, damit sie wirklich richtig nebeneinander liegen und ganz gerade werden. So, dann nehme ich einfachste Malerkreppband, klebe ich drauf, also messen hier, damit das richtig auf seine Größe kommt. Und dann hier geradeaus oder beziehungsweise Eck abschneiden. Dann wird das wirklich alle gleich aussehen. So. Ich habe die Seile gebügelt, abgeschnitten und Unterschied sieht man direkt. Jetzt alles gerade, gleichmäßig. So,
eigentlich die Tasche ist fertig. Wer mag, kann auch Innenfutter reinnähen mit einem Reißverschluss zum Schließen. Oder kann man auch so einen Magnetknopf hier annähen in die Mitte. Messen Sie dann Mitte von Henkel hier und einfach nähen. So, und das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mit mir zu häkeln. Abonnieren Sie meinen Kanal und über eure Likes und Kommentare werde ich mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!